Kapitel 11. Dann geschah alles sehr schnell. Kaitlyn hielt Rob verzweifelt am Arm fest, weil sie davon ausging, dass nur Anna mit Baron zurechtkam und jemand anders er störte. Anna hob gebieterisch die Hand, um dem Hund Einhalt zu gebieten, doch der marschierte einfach weiter, mit gefletschten Zähnen, unaufhaltsam, wie eine ferngesteuerte Maschine. »Nein«, sagte Anna scharf und fügte einige Wörter in einer Sprache hinzu, die Kaitlyn nicht kannte. »Hevisoka, Bruder Wolf, geh schlafen. Es ist nicht an der Zeit zu jagen. Raste und schlafe.« Dann, ohne auch nur das geringste Anzeichen von Furcht, griff sie nach dem geöffneten Maul. Sie legte eine Hand um die Schnauze und packte den Hund mit der anderen im Nacken. Währenddessen sah sie dem Tier geradewegs in die Augen, unerschrocken, unbeirrbar. »Ich bin hier die Rudelführerin«, sagte sie energisch. »Das ist nicht dein Revier, ich bin das Alpha-Tier.« Die Worte waren offensichtlich nur ein Teil der Kommunikation. Zwischen dem anmutigen Mädchen und dem großen Hund lief auch noch eine wortlose Verständigung ab. Und der Hund hörte auf sie. Seine Lippen entspannten und schlossen sich wieder. Das Fell im Nacken glättete sich. Der Rücken entspannte und senkte sich, bis der Bauch fast den Boden berührte. Baron klemmte den Schwanz zwischen die Beine und wandte den Blick ab. Seine ganze Haltung war unterwürfig. Anschließend gebot Anna auch Prinz, der auf der Diele langsam und drohend auf sie zukam, mit der Hand Einhalt. Sie umfasste seine Schnauze mit der einen Hand und demonstrierte ihm damit unzweifelhaft ihre Dominanz. Rob hob die Augenbrauen. »Wie lange kannst du das aufrechterhalten?« »Ich weiß nicht«, sagte Anna, ohne sich umzudrehen. »Ich versuche, die beiden hier festzuhalten, aber ihr beeilt euch besser.« Sie neigte den Kopf, sah die beiden Hunde weiter an und begann leise zu singen. Kaitlyn verstand die Worte nicht, doch der Rhythmus war unglaublich beruhigend. Die mächtigen Rottweiler schienen wie hypnotisiert. Sie krochen noch etwas näher an sie heran, stupsten sie sanft mit der Nase. »Dann mal los«, sagte Rob. Die Holzverkleidung in der Diele war dunkel, wohl Walnuss oder Mahagoni. Kaitlyn und Rob untersuchten sie genau, während Louis ihnen zweifelnd zusah. »Hier«, sagte Kaitlyn und deutete auf die mittlere Paneele. »Das sieht aus wie ein Riss. Es könnte aber auch der obere Abschluss einer Tür sein.« »Also müssen wir hier irgendwo einen Öffner finden«, sagte Rob. Er fuhr mit den Fingern über das glatte Holz und die Fugen zwischen den Paneelen. »Das dürfte schwierig werden. Wahrscheinlich muss man mehr als an einer Stelle drücken und eine bestimmte Abfolge einhalten oder so etwas.« »Okay, Louis«, sagte Kait, »dann bist du jetzt dran.« Louis stellte sich zwischen die beiden und murmelte, »Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Von Geheimtüren habe ich keine Ahnung.« »Aber du weißt bei keinem Gerät, mit dem du arbeitest, genau wie es funktioniert, oder?« fragte Kaitlyn. »Wie machst du es denn sonst?« »Ich gebe dem Ding sozusagen einen mentalen Stups. Das läuft nicht bewusst ab. Ich stupse einfach hier ein bisschen und schaue, was passiert. Wenn es funktioniert, dann mache ich es einfach weiter.« »Das ist wie beim Biofeedback«, sagte Rob. »Man weiß nicht genau, wie man eine Herzfrequenz senkt. Und trotzdem geht es.« »Also schau doch einfach mal, ob du mit der Paneele hier weiterkommst«, bat Kait Louis. »Wir müssen die Tür finden, wenn es überhaupt eine gibt.« Er strich mit gestreckten Fingern leicht über die Täfelung, verharrte immer wieder kurz und drückte aufs Holz. Sein Körper war gespannt wie eine Feder. Kaitlyn konnte ihm ansehen, dass sein Geist hart arbeitete. »Na los, wo bist du?«, murmelte er. »Geh schon auf, geh auf!« Etwas klickte. »Geschafft«, sagte Louis und klang dabei eher überrascht als triumphierend. Kaitlyn starrte mit weichen Knien die Wand an. Da war tatsächlich eine Tür. Oder jedenfalls ein Durchgang. Das mittlere Panel hatte sich nach links verschoben. In der vermeintlich geschlossenen Wand klaffte ein Loch. Der Eingang sah genauso aus wie auf Kaitlyns Zeichnung, nur dass die Gestalt im Mantel fehlte. Dahinter führten Stufen nach unten, die nur schwarz von einer indirekt rötlichen Beleuchtung am Ende der Treppe erhellt wurden. »Junge, Junge,
flüsterte Louis. Warum ist es nur so dunkel? Murmelte Kate. Warum gibt es kein richtiges Licht? Rob nickte zu der Glastür rüber, die in Joses Zimmer führte, genau gegenüber von der Geheimtür. Vielleicht wegen ihr. So kann er auch bei Nacht hingehen, ohne gleich gesehen zu werden. Kaitlyn legte die Stirn in Falten und zuckte mit den Achseln. Darüber können wir uns auch später den Kopf zerbrechen. Louis, du bleibst hier oben. Wenn Gabriel ruft, dass er in der Einfahrt Scheinwerferlicht sieht, gibst du uns Bescheid. Dann kommen wir schnell hoch und du kannst die Tür wieder schließen. Falls ich sie wieder schließen kann, sagte Louis. Stell dir vor, du lernst mit den Ohren zu wackeln. Du weißt erst, wie es geht, wenn du es tust. Trotzdem baut er sich neben den Eingang auf, wie ein zu allem entschlossener Wachposten. Ich gehe zuerst, sagte Rob und machte sich vorsichtig auf den Weg nach unten. Kaitlyn folgte ihm. Sie wünschte, sie hätte eine Taschenlampe dabei. Ihr gefiel dieser Marsch ins rötliche Dämmerlicht überhaupt nicht, denn obwohl die Lichter die Stufen der Treppe schwach beleuchteten, war darüber hinaus rein gar nichts zu sehen. Die Treppe schien in einem Abgrund zu schweben. Ich bin unten, sagte Rob. Es fühlt sich an wie ein Flur. Warte, hier ist ein Schalter. Ein Licht ging an, ein kühles, grünliches, fluoreszierendes Licht. Sie befanden sich in einem kurzen Flur, an dessen Ende sich eine einzige Tür befand. Vielleicht brauchen wir Louis hier noch einmal, sagte Kate, doch als Rob den Türknopf runterdrehte, öffnete sich die Tür. Kate hatte keine Ahnung gehabt, was sie hinter der Tür erwarten würde, aber sicher war es nicht das, was sie nun sah. Ein normales Büro, mit einem Schreibtisch in der Ecke, einem Computer und einem Aktenschränkchen. Nach der Geheimtür und der dunklen Treppe war es geradezu eine Enttäuschung. Sie sah Rob an. Was denkst du? Ich meine, womöglich liegen wir völlig daneben. Vielleicht hat Mr. Zetes hier nur so ein Büro versteckt, weil er ein bisschen exzentrisch ist? Möglich wär's. Alles ist möglich, sagte Rob knapp. Er sah ebenfalls verwundert aus. Dann ging er zum Aktenschrank und zog eine Schublade mit Hängemappen heraus. Das Geräusch, was dabei entstand, ließ Kaitlyn zusammenzucken. Wenn sie wirklich auf der falschen Spur waren, hatten sie hier absolut nichts verloren. Darauf konnte sie jetzt aber keine Rücksicht nehmen. Trotzig ging sie zum Schreibtisch und blätterte in den Unterlagen in der Briefablage herum. Es waren Geschäftsbriefe, überwiegend von offenbar wichtigen Leuten, adressiert an Mr. Zetes. Es schien sich ausschließlich um Fotokopien zu handeln. Toll. Weißt du was, sagte sie grimmig, ein Brief in der Hand. Wenn Mr. Zetes etwas zu verbergen hat, dann würde es doch nicht ausgerechnet hier verstecken, oder? Warum auch? Es gibt Orte, die besser geeignet wären. Er hat doch ein Haus, oder nicht? Er hat sogar eine eigene Firma. Kaitlyn. Ja, sieh dir das mal an. Rob hatte eine Aktenmappe in der Hand. Kaitlyn Brady Fairchild, Projekt Schwarzer Blitz. Was ist das, Projekt Schwarzer Blitz? Ich weiß es nicht. Für jeden von uns gibt es hier so eine Mappe. Die Mappe enthält alle möglichen Informationen über uns. Wusstest du, dass sie auch deine Geburtsurkunde haben? Die Anwälte haben Dad gesagt, was sie brauchen. Was ist das? Ein Schaubild von einem Test, glaube ich. Rob fuhr mit den Fingern zur untersten Linie. Sieh mal, das ist das gestrige Datum. Da steht erster Test mit... Und dann kommt ein Wort, das ich nicht lesen kann. Erster Test mit irgendwas, wiederholte Kaitlyn langsam. Sie fasste sich an die Stirn. Aber was hat das zu bedeuten? Rob schüttelte den Kopf. Da sind noch mehr Akten, mit Namen, die ich nicht kenne. Er hielt eine Aktenmappe hoch, mit einem Foto eines lächelnden Mädchens, mit dunkelbraunem Haar. Darauf stand Sabrina Jessica Gallo, Schwarzer Blitz, Pilotstudie. Quer über dem Etikett hat jemand mit dicker, roter Tinte das Wort abgewickelt geschrieben. Kaitlyn und Rob sahen einander an. Worauf bezieht sich das abgewickelt? Flüsterte Kaitlyn. Auf die Studie oder das Mädchen? Schweigend, demselben Impuls folgend, nahm sie die Suche wieder auf. Ich habe hier einen Brief, sagte Kate einen Augenblick später. Er ist vom ehrenswerten Richard Susan Baldwin. Hier heißt es,
Angefügt ist eine Liste möglicher Kunden, die an diesem Projekt interessiert sein könnten. Das Projekt. Kaitlyn überflog die Liste. Max Lavendeck. Urteil 1. Mai. Tritech Inc. Termin mit Clifford Electronics Limited. 24. Juni. So geht es dann immer weiter. Lauter Namen, Prozesstermine und so weiter. Hier ist noch eine Akte, sagte Rob. Das klingt alles sehr verklausuliert, aber ich glaube, es handelt sich um eine Finanzzusage der NASA. Ja, genau um 500.000. 1986 für, er las genauer nach, eine Machbarkeitsstudie für die Entwicklung physioaktiver Waffen. Was? Fragte Kait ratlos. Was? Rob sah sie ernst an. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich glaube nichts Gutes. Mr. Zetes hat uns da ziemlich viel verschwiegen. Es ist völlig anders, als ihr denkt, zitierte Kaitlyn. Und es gab auch wirklich eine Pilotstudie, also hat Marisol die Wahrheit gesagt. Was ist aus den anderen Teilnehmern geworden? Was ist aus Sabrina geworden? Und was ist... Rob brach ab. Hast du das gehört? Das Geräusch von oben? Kaitlyn lauschte, konnte aber nichts hören. Im ersten Stock saß Gabriel und kochte vor Wut. Der ganze Plan war natürlich idiotisch. Warum sollten sie sich in etwas einmischen, das sie offensichtlich nichts anging? Es reichte doch echt, sich um Mr. Zetes Gedanken zu machen, wenn er wirklich etwas Übles mit ihnen vorhatte. Dann könnten sie immer noch aktiv werden, ihn sogar töten, wenn es nötig wäre. Er ist ein alter Mann. Aber warum sollten sie sich etwas kaputt machen, das bisher so angenehm gewesen war? Das war alles seine Idee, da war sich Gabriel sicher. Kessler, Rob, der Tugendhafte. Wahrscheinlich war es ihm irgendwie nicht spirituell genug, so viel Geld zu bekommen. Er musste einem ja immer alles vermiesen. Und Kaitlyn war momentan auch nicht viel besser. Völlig unter Kesslers Fuchtel, verknallt in den Kerl, den er hasste. Gabriel konnte es ihr eigentlich egal sein. Haare wie Feuer und Augen wie eine Hexe, flüsterte es in seinem Inneren. Die reinste Nervensäge, die lässt mich einfach nicht in Ruhe. Die will es wissen, sagte seine innere Stimme. Die kann es mit dir aufnehmen. Ständig mischt sie sich ein, versucht meine Schutzmauern einzureißen. Sie ist ein verwandter Geist. Ach, halt doch den Mund, fuhr Gabriel seine innere Stimme an und starrte grüblerisch aus dem Fenster in die Dunkelheit. Die Straße vor dem Institut war verlassen und ruhig. Natürlich, es war Mitternacht, und hier in diesen Vororten hieß das, dass sich alle Bewohner bereits in ihre Betten gekuschelt hatten. Trotzdem hatte Gabriel ein ungutes Gefühl. In seinem Unterbewusstsein nervten kleine Geräusche. Wahrscheinlich die Autos auf den Straßen hinter dem Institut. Autos. Gabriel richtete sich kerzengerade auf. Seine Augen verengten sich. Er lauschte einen Augenblick und verließ dann den Erker. Aus dem Westzimmer des Arbeitszimmers war auch nichts zu sehen. Mit geräuschlosen Schritten eines Einbrechers lief er über den Flur in Robs und Lou's Zimmer und sah aus dem Fenster, das nach Osten zeigte. Und da war sie. Die schwarze Limousine. Offensichtlich war sie über den schmalen Weg, der hinten am Haus vorbeiführte, gekommen. Jetzt war nur noch die Frage, ob Mr. Zetes schon ausgestiegen war. Direkt unter sich, in der Küche, hörte Gabriel die Tür aufgehen. Die Hintertür, dachte er, und die Idioten da unten warten darauf, dass er vorne hereinkam. Es blieb keine Zeit, nach unten zu gehen und sie zu warnen. Und wenn er rufen würde, würde Mr. Zetes ihn ebenfalls hören. Gabriel presste die Lippen aufeinander. Pech gehabt. Kaitlyn wusste Bescheid. Er hatte ihr gesagt, dass er nicht für sie den Hals riskieren würde. Nicht, dass er überhaupt etwas hätte tun können. Es sei denn, er schüttelte den Kopf. Und nein, seine Augen spiegelten sich im dunklen Fenster, kalt und hart. Unten in der Küche knallte eine Tür. Nein, sagte er sich, das würde er nicht tun.